Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Heute fühle ich mich ein bisschen einhörnisch. Einhörnisch? Hat das irgendwas mit Einhörnern zu tun? Ja genau, Tobi, mit Einhörnern. Das ist ja ein cooles Wort, einhörnisch. Hast du eine Idee, was wir Einhörnisches basteln können? Lass mich mal überlegen. Ich hab's. Wir könnten super fluffige Einhornknete machen. Oh ja, das ist eine super einhörnische Bastelidee. Heute bleibt der Bastelschrank zu, denn wir brauchen Material aus der Küche. Und diese Zutaten braucht ihr dazu: Speisestärke, Rasierschaum, Haarshampoo, etwas Farbe und, wenn ihr wollt, etwas Glitzer, damit die Knete schön glitzert. In eine Schüssel oder so eine Form gebt ihr ein paar Esslöffel Speisestärke. Ihr könnt Maisstärke, Reisstärke oder Kartoffelstärke nehmen. Und dann gebt ihr ein paar Esslöffel eures Lieblingsshampoos hinzu. Die Knete wäre weiß etwas langweilig und deswegen färben wir sie etwas ein, aber zuerst gebt ihr ein paar Esslöffel Rasierschaum hinzu. Einfärben könnt ihr sie mit euren Lieblingsfarben. Ich habe mich für Pink entschieden und etwas Glitzer, damit die Knete ganz schön glitzert. Der nächste Schritt ist total einfach. Alle Zutaten gut miteinander mischen. Zuerst mit einem Löffel und dann mit den Fingern, bis alles zu einer Knete zusammenkommt. Die Knete duftet richtig gut, sie ist total geschmeidig und weich und damit macht das Spielen richtig viel Spaß. In einem Behälter hält die Knete circa eine Woche. Unsere Einhornknete ist so weich und man kann gut damit spielen. Tobi, darf ich auch mal mit der Einhornknete spielen? Hier, Lotta, du darfst die Knete gerne behalten. Unsere Bastelzeit ist leider schon vorbei. Aber ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei Tobi Lotta dabei seid. Na dann, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Tobi Lotta.